Das ist Leni und das ist ein Haus. Vor einem Jahr bin ich mit meinem Wohnmobil von Spanien zurück nach Deutschland gefahren und habe mit meinem Freund angefangen, das Tiny House im Wald zu renovieren. Eigentlich dachte ich, dass ich nach dem ersten Sommer am Haus wieder eine Reise machen würde. Aber einmal häuslich geworden, ist es schwer, sich wieder loszulösen. Und ich hatte außerdem richtig Lust darauf, das Häuschen in allen 4 Jahreszeiten zu erleben. Das klingt romantisch, aber zugegeben, der Winter war echt lang und wir sind auch mit der Renovierung kaum vorangekommen. Trotzdem war es eine wichtige Erfahrung und ich bin noch mal mehr mit dem Häuschen und dem Ort zusammengewachsen. Mir war von Anfang an klar, dass ich mit dem Beginn dieses Projektes einen Teil meiner Freiheit aufgeben werde. Davor gab es nur mich und mein Wohnmobil, keine Wohnung, nichts, was mich in Deutschland erwartet hätte, außer Familie und Freunde. Dass sich das dann ändern würde, war mir klar, aber ich war trotzdem überrascht davon, wie gern ich sesshaft bin. Ich habe mich auf meiner Reise so oft rastlos gefühlt und nicht gewusst, wohin mit mir. Das hat sich jetzt auf jeden Fall verändert. Trotzdem gibt es in mir weiterhin das Reiseherz, das raus möchte in die Welt. Ich merke einfach, desto länger ich hier bin, desto größer wird gerade auch meine Komfortzone und die Hemmschwelle, eine längere Reise zu machen, wird immer größer. Die steigenden Temperaturen machen auf jeden Fall auch wieder Lust auf eine Wohnmobilreise. Ja, jetzt habe ich aber auch mit dem Gärtnern angefangen, also Pflanzen vorgezogen, ein Gewächshaus gebaut und das verpflichtet. Jede Pflanze, die ich in die Erde setze, ist ein Versprechen, da zu sein und sich zu kümmern. Ich dachte jetzt schon ein paar Mal, dass ich fertig bin mit Sachen einpflanzen, aber ich habe auf meiner Fensterbank noch so ein paar Nachzöglinge gehabt, von denen ich eigentlich dachte, dass sie vielleicht nichts mehr werden. Aber jetzt sind sie doch einigermaßen gekommen. Das ist zum Beispiel Brokkoli. Das Problem mit dem Verreisen während der Gartensaison ist das Gießen. Wir denken auch schon länger über ein automatisches Bewässerungssystem nach, damit wir ein bisschen flexibler sind. Gerade für das Gewächshaus wäre das wichtig, weil wir im Sommer beide mal unterwegs sein wollen. Wir haben da aber noch nicht wirklich das Richtige gefunden. Falls da jemand einen Tipp hat, gerne her damit. Aber wahrscheinlich würde ich auch für jede andere Jahreszeit eine Ausrede finden, warum jetzt gerade nicht der richtige Moment für eine Reise ist. Eigentlich weiß ich ja, wie bereichernd es ist, unterwegs zu sein. Aber hat man sich einmal eingelebt und sich ein Sicherheitsnetz aus Umgebung, Menschen und Gewohnheiten gesponnen, ist es schwierig, sich davon loszulösen und ins kalte Wasser zu springen. Das Wasser wird knapp, unsere Regentonne ist fast leer und auch unser Brunnen nimmt wieder langsam ab. Es wäre mal wieder Zeit, dass es regnet. Und es braut sich auch heute schon so in Zeitlupe was zusammen, was dann hoffentlich morgen im Laufe des Tages runterkommt. Bevor es morgen so viel regnet, möchte ich noch undichte Stellen an unserem Toilettenhäuschen abdichten. Und zwar zieht hier von oben und von unten Wasser rein und sieht einfach innen nicht so schön aus, wenn es so wellig ist. Deswegen möchte ich es jetzt mal zumachen. Hier extra Allwetterdichtstoff ist bestimmt ein richtig blödes Zeug. Ich spüre das schon, aber was muss, das muss. Boah, das riecht bäh. Es gibt einfach immer was zu tun hier im Haus und es wird mir schon echt schwer fallen, das alles für längere Zeit alleine zu lassen. Eigentum verpflichtet, es ist einfach so. Aber wahrscheinlich würde das Haus nicht einfach zusammenfallen, nur weil ich mal einen Monat nicht da bin. Das ist wahrscheinlich eher eine Angst in meinem Kopf als ein realistisches Problem. Es ist so transparentes Zeug und ich finde es eigentlich ganz gut geworden. Man sieht es kaum, ist ja auch das Ziel. Diese Sache stand jetzt einfach schon den ganzen Tag auf meiner To-Do-Liste und ich habe es irgendwie die ganze Zeit so nach hinten verschoben. Und im Endeffekt waren es irgendwie so 10 Minuten. Das ist manchmal so ärgerlich, dass man sich selbst so ein Hindernis im Kopf ist. Aber egal, besser spät als nie und jetzt kann es auf jeden Fall anfangen zu regnen.
Jascha hat uns ein neues Messer fürs Haus gemacht. Ich finde es richtig schön. Es hat hier so total interessante Wurmspuren. Es macht es total einzigartig. Unsere Regenrinne hatte einen Riss, daher haben wir das noch provisorisch repariert, damit uns kein Regenwasser entgeht. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Der Flieder ist schon wieder am Abblühen. Das ist so schade. Ja, das Wetter ist absolutes Drinnen-Bastelwetter. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich habe nämlich ein bisschen was vor. Ich habe schon einige Ketten geschafft. Ich möchte nämlich wieder Süßwasserperlenketten in den Shop laden. Ich habe Süßwasserketten auch mit schönen Anhänger und ich habe auch dunkle Süßwasserperlen. Das finde ich auch sehr elegant. Und dann habe ich auch noch 2 Kettenmodelle mit Süßwasserperlen und bunten Perlen. Diese mit den blauen Perlen, die gab es schon im Shop. Und jetzt neu dazu kommt die mit den Burgunderperlen. Ich muss nochmal überlegen, wie ich diese Farbe dann nenne. Ja, so viel dazu. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Falls du in meinem Online-Shop vorbeischauen möchtest, findest du den Link in der Infobox. Dann wollte ich endlich mal mein Wohnmobil aus seiner dunklen Ecke rausfahren. Sehr aufregender Moment gerade. Ich sitze jetzt im Wohnmobil und gucke mal, ob es anspringt. Weil, ja, ich habe es ja jetzt den ganzen Winter nicht gefahren. Und ich bin echt aufgeregt. Okay, sieht gut aus. Also der Strom ist da. Warum bin ich so aufgeregt? Oh, das ist einfach immer wieder... Okay. Was ist los? Warum geht es jetzt nicht mehr? Okay, ich habe damit jetzt irgendwie nicht gerechnet. Also meine Batterie ist voll, daran liegt es nicht. Aber es tut sich nichts. Ich habe gerade hier in der Werkstatt angerufen. Ich habe ja eigentlich eine Stammwerkstatt, aber die ist viel zu weit weg. Jetzt habe ich hier in der Nähe jemanden angerufen, der auf alte Autos auch spezialisiert ist. Und der hat mir irgendwie so ein richtig schlechtes Gefühl gemacht. Oder hat halt zumindest gemeint, so wie alt ist das, habe ich ihm halt beantwortet. Und was für ein Typ Auto. Und dann meinte er direkt so, ja, da kann er nichts machen. Das ist reif für die Tonne. Ich so, hä? Ein Oldtimer-Spezialist? Ja. Ist irgendwie ganz lustig, weil mein Stamm-Kfz-Mechaniker ist immer so, egal was ist, kann man alles reparieren, kann man alles reparieren. Und der war direkt so, ja, also wir hatten ja schon mal einen Fiat Ducato, einen alten, den mussten wir auch wegtun, das war einfach nix. Oh. Also der Typ meinte jetzt, er versucht mal irgendwann nach Feierabend halt hier vorbeizufahren, weil ich kann es ja nicht hinbringen, offensichtlich. Und ich hoffe, das klappt bald. Hier sitze ich wirklich sehr gerne und habe diesen Ort auch zu allen 4 Jahreszeiten schon besucht. Im Winter bin ich hier sogar lang gelaufen. Also halt nicht lang gelaufen. Ich habe Langlauf gemacht. Ich habe vorgestern sehr abrupt dann aufgehört zu filmen, weil ich voll demotiviert war. So habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt einfach. Ich habe auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich dann Probleme unglaublich emotional nehme. Also ich habe mir dann erstmal gar nicht Gedanken über eine Lösung gemacht, sondern einfach nur die ganze Zeit so, jetzt mein Wohnmobil kaputt. Toll, und der Typ hat bestimmt recht, ich muss das jetzt wegschmeißen. Logisch und rational betrachtet ist es wahrscheinlich einfach ein kleiner Fehler, was bei einer längeren Standzeit nicht unwahrscheinlich ist. Und den gilt es jetzt halt zu lösen. Hier. Jascha hat mir mal dieses Buch geschenkt und ich habe immer gehofft, dass ich das nie brauchen werde. Das hier klingt eigentlich ganz gut. Ich glaube, mein Problem liegt nämlich am Anlasser, weil es halt einfach
nichts macht, wenn ich die Zündung betätige. Kollektorenbürsten, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht weiß, wo der Anlasser in meinem Auto ist. Das ist einfach nicht tragbar. Wenn man so ein Ding besitzt, sollte man das echt wissen. Also ich glaube, der Anlasser ist dieses Teil hier. Okay, es ist jetzt leider nicht ganz eindeutig. Also dieses Stromkabel hier sieht super komisch aus. Könnte aber auch noch funktionieren. Wenn das jetzt durchgetrennt wäre, könnte ich mir sicher sein. Also ich finde das schon mal nicht schlecht. Ich habe es geschafft, den Anlasser zu finden und ein mögliches Problem benannt. Wobei ich halt keine Ahnung habe, wie ich jetzt herausfinden kann, ob das Problem ist. Ja. In solchen Situationen ist es hilfreich, sein Leben nicht zu ernst zu nehmen. Ich sehe das jetzt als spielerische Herausforderung, die es zu lösen gilt und vor allem als Chance, mein Auto besser kennenzulernen. Ich bin gerade dabei, meinen Hula-Hoop-Reifen ein bisschen abzugraden mit so einem weißen Isolierband. Habe ich im Baumarkt in der Elektronikabteilung gefunden und fand, das könnte meinem Reifen gut stehen. Ich brauche mehr Weite um mich herum. Ich schiebe meine persönlichen Probleme gerne auf äußere Dinge. In diesem Fall jetzt, mein Wohnmobil ist kaputt, dann kann ich jetzt halt nicht verreisen. Aber wie es weitergeht, hängt am Ende wahrscheinlich weniger mit dem Defekt an meinem Wohnmobil zusammen. In Wahrheit liegt es einfach an meiner fehlenden Motivation. Denn wenn ich für etwas wirklich brenne, wende ich auch problemlos die Energie auf, mich darum zu kümmern. Das Problem ist, dass ich in letzter Zeit nicht so genau wusste, was ich möchte. Und das ist okay, es gibt solche Phasen einfach. Ich kümmere mich gerade um meinen Garten, freue mich hier auf den Sommer und aktuell ist der Oktober für eine Wohnmobilreise geblockt. Ob ich das dann mache, liegt ganz allein an mir. Ich selbst muss die Schritte gehen, um diese Reise möglich zu machen.